Hallo ihr Lieben, wir machen heute was richtig Leckeres und zwar treffen sich Schoko und Vanille auf einem Blech. Ich habe mir gedacht, Schokolade mag jeder, Vanille sowieso und deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal ein super leckeres Rezept, was mir so die letzten Tage einfiel und ich habe ein bisschen rumexperimentiert und möchte euch jetzt mal meinen Teig zeigen für einen sehr saftigen Schokoladenboden bzw. Schokoladenkuchen und dafür stehe ich jetzt hier schon am Herd, denn für dieses Rezept brauchen wir viel Butter. Ihr wisst ja, Butter ist Geschmacksträger. Und Butter gebe ich jetzt zuallererst mal zusammen mit Schokolade in meinen Topf und lasse das dann auf mittlerer Stufe schmelzen. Ihr dürft das nicht zu schnell schmelzen lassen, weil sonst die Butter verbrennen würde und im schlimmsten Fall müsst ihr dann alles nochmal neu machen. Ich habe jetzt übrigens hier Zartbitter und Vollmilch gemischt, weil ich hatte noch eine Vollmilchtafel da. Dann habe ich noch ein bisschen Zartbitter genommen, aber ihr könnt das nehmen, was ihr möchtet. Sobald die Butter-Schokomasse dann geschmolzen ist, füllt ihr sie einmal um in eine große Schüssel und lasst es am besten nochmal 10 Minuten stehen. Denn jetzt kommen die Eier dazu und wenn das jetzt noch sehr warm wäre, dann hättet ihr Rührei, dann müsst ihr das mal wegschmeißen und von neu machen und das wäre mega ärgerlich. Bei mir ist das jetzt schön runtergekühlt und ich gebe jetzt nacheinander die Eier dazu und falls ihr euch fragt, wo die ganz genauen Mengenangaben stehen, hier unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch dann auch meine Maße und alles, was ihr wissen müsst hin. So, und jetzt immer schön einzeln die Eier aufschlagen, dann nehme ich mir meinen Schneebesen. Es geht natürlich auch mit der Küchenmaschine, aber genauso gut heute auch mit dem Schneebesen. Dann immer schön einrühren. Als nächstes geben wir Zucker dazu und sieben noch die trockenen Zutaten hinein. Da habe ich Mehl, Backkakao und Backpulver. Und das Ganze auch einfach nur kurz einrühren und schon ist der Teig fertig. Jetzt habe ich hier meinen Backrahmen und mein Backblech. Und am besten nehmt ihr jetzt, wenn ihr den Backrahmen einschlagen möchtet, der Teig ist jetzt nicht so flüssig, aber es kann sein, dass wirklich millimeterweise was ausläuft. Das ist auch ganz normal, das muss ich immer wieder betonen. Besser ist es daher, dass ihr den Backrahmen jetzt nochmal in ein bisschen Backpapier einschlagt. Das zeige ich euch jetzt. Da ist es besser, wenn ihr dieses Backpapier verwendet, dass man auf einer Rolle bekommt und nicht was schon zugeschnitten ist, weil sonst wird es immer ein bisschen eng. Und jetzt einfach an den Seiten immer wieder einklappen. So, dann nochmal glatt verstreichen an der Oberfläche und jetzt kann er auch schon gebacken werden im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Da braucht er so ungefähr 35 Minuten, vielleicht auch 36 Minuten, macht gerne die Stäbchenprobe und wir machen aber in der Zwischenzeit den Vanillepudding. Bis gleich! Als nächstes kochen wir einen ganz einfachen Vanillepudding. Ich weiß, dass viele von euch gerne den Vanillepudding aus der Tüte nehmen. Da finde ich auch gar nichts Schlimmes dabei. Aber ich finde persönlich immer, dass man den aufpeppen kann. Weil hier ist wirklich nur künstliches Vanille drin und keine richtige Vanille. Daher koche ich den ganz normal auf und gebe auf jeden Fall Vanilleextrakt mit dazu. Weil dann freut man sich später im Anschnitt oder pro Kuchenstück noch mehr, wenn man eben so ein Vanillestückchen ergattert. Also laut Packungsanleitung muss man die Milch erstmal 1/5 trennen und so weiter. Ihr kennt das, aber ich mache es ehrlicherweise immer so, dass ich Puddingpulver und Zucker direkt in den Topf gebe und dann erst den Herd einschalte, natürlich Vanilleextrakt dazu. So, dann erst den Herd einschalte und dann so langsam das Ganze aufkoche und das Ganze unter ständigem Rühren. Sobald der Pudding aufkocht, dickt er auch schon ein und an der Stelle einfach direkt vom Herd ziehen und durch ein Sieb in eine Schüssel geben. Das Wichtige ist jetzt hierbei, dass ihr den Pudding direkt an der Oberfläche mit Frischhaltefolie
abdeckt, damit keine Haut entsteht. Und falls ihr jetzt doch tatsächlich kein Puddingpulver da haben solltet, geht auch Speisestärke. Aber das ist ein Fall für die Infobox. Da schreibe ich euch solche Dinge zum Beispiel auch alles schön fein säuberlich auf. Und jetzt warten wir nur noch, bis unser Pudding auskühlt. Wir warten, bis der Boden abkühlt und dann geht's weiter. So, den abgekühlten Boden gebe ich dann auf meine Schieferplatte, entferne den Backrahmen. Das mache ich am liebsten mit dem Backformlöser, dann reiße ich mir da die Seiten auch nicht auf. Und jetzt geht es eigentlich schon weiter mit dem Befüllen. Und dafür nehmen wir uns jetzt unseren abgekühlten Pudding. Einmal die Frischhaltefolie entfernen und jetzt nehmt ihr euch einfach nur einen Schneebesen. Das geht natürlich auch wieder mit der Küchenmaschine. Aber ich rühre jetzt einfach ganz kräftig mit dem Schneebesen, so ungefähr eine Minute lang. Und dann wird das Ganze so ein bisschen, es verändert so ein bisschen die Konsistenz. So, als nächstes nehme ich mir hier eine Tülle und jetzt steche ich mir hier ein paar Löcher aus und auch nicht ganz bis zum Boden gehen. So, und jetzt geben wir den Deckel wieder drauf, damit wir das so schön verstecken. Und danach könnt ihr euch überlegen, macht ihr da noch eine Glasur drauf oder macht ihr es so wie ich, weil ich möchte es so einfach wie möglich halten. Ich mache da einfach nur Puderzucker drauf und das reicht mir. Und dann bin ich gespannt auf den Anschnitt. So, das ist jetzt der fertige Kuchen und der sieht äußerlich relativ unspektakulär aus. Und wenn man ihn dann anschneidet, denkt man sich so, uiuiui, was ist da drin denn los? Ich mag solche Kuchen. Einfach, kann jeder nachmachen, man braucht nichts Spezielles, Besonderes oder sonst was. Und innen hat er noch so richtig Pfiff. Ich mag das Rezept, ich finde es toll. Also, wenn ihr das Ganze nachmachen möchtet, dann brauchst du nicht lachen. Dann guckt in die Infobox, da schreibe ich euch nochmal alles ganz genau hin. Und ansonsten gehen Hamza und ich jetzt rüber zu unserem Tasty Table. Dort werden wir nämlich probieren und ja, folgt uns einfach. So, Hamza, du hast Platz genommen am Tasty Table. Ich habe mal eine Frage. Welchen findest du schöner? Den oder den? Eindeutig den. Ja, ich habe mir nämlich gerade noch überlegt, irgendwie gefiel mir das nicht so. Und dann habe ich da den restlichen Kuchenteig oben drüber gekrümelt. Kann das sein, dass du auch da ein bisschen mehr Vanille reingehauen hast? Ich habe auch mit dem Vanillepudding hier ein bisschen mehr übertrieben. Also geizt nicht mit dem Vanillepudding. Ich find's lecker. Es ist halt ein einfacher Geschmack, ne? Das ist ein Schokokuchen mit Vanille. Ja, also irgendwie das, was jeder mag. Genau. Also man kann jetzt nicht sagen, boah, da treffen so viele Komponenten zusammen und wie ist das und so. Das ist ein einfacher Kuchen, den, glaube ich, jeder lieben wird und jeder mögen wird. Aber das hat so einfach auch schmeckt. Vanillepudding und Schokokuchen. Was ist Besseres? Einfach und schnell auch vor allem, ne? Hast du gut gesagt. Hast du gut gesagt, Hamza. Also der Boden ist heftig bei dir. Also der Kuchen an sich, der Kuchen ist sehr, sehr lecker. Sehr saftig. So, da kommt die Überraschung. Jetzt sieht man es mehr. Auf jeden Fall. Und das ist das, was dann eure Gäste sehen. Die sagen sich so, boah, das sah so unscheinbar aus. Ja. Und dann kommt sowas bei raus. Da was raus, ja. Das sieht echt cool aus. Also dieser Wow-Effekt ist auf jeden Fall drin. Ja. Überraschungskuchen. Also das Ding ist, dass ihr diesen Schokoteig an sich ja auch so machen könnt. Das ist dann einfach ein mega, mega saftiger Schokoladenkuchen. Und ja, probiert es einfach mal aus. Auf jeden Fall richtig lecker. Also an sich der Schokoteig schon mega gut. Und dann noch mit der Vanille. Ist echt einer meiner Top-Favoriten, wenn es um so normale, schnelle Kuchen geht. Aber auch was Besonderes. Also ist es schon was Besonderes mit der Vanille drin. Ja. Und man muss sagen, also der zweite Kuchen, den ich gemacht habe, der ist jetzt noch lauwarm und das schmeckt richtig gut. Probiert
das ruhig mal aus. Kalt schmeckt er mit Sicherheit auch. Ansonsten deckt ihn immer schön ab, dann bleibt er auch schön saftig. Und dann würden wir uns einfach mal verabschieden. Peace and out. Tschüss.